Xcode 26 ist jetzt bald verfügbar und deswegen schauen wir uns in diesem Video einmal die wichtigsten neuen Funktionen an. Denn aktuell kann man Xcode schon in der Beta benutzen, genauso wie das neue iOS und das macOS. Möchtest du die neue Xcode Beta jetzt auch schon vorab benutzen? Dann schau doch hier oben mal in der Infokarte rein. Da habe ich einmal gezeigt, wie man sich die Xcode Beta Version herunterladen kann. Ansonsten für alle die öffentliche Version über den App Store herunterladen möchten, da wird die neue Version ab dann kommen, wenn auch die neuen iOS-Versionen rauskommen. Das September-Event wurde ja schon angekündigt und irgendwann ein paar Tage danach wird dann auch, denke ich mal, Xcode herauskommen. Fangen wir aber auch einmal direkt mit den technischen Sachen an. Die Xcode Download-Größe wurde um 24% reduziert und ist jetzt gerade noch 2,05 GB groß, denn der alte Intel-Compiler für die alten Macs wurde jetzt rausgelassen und man muss sich ihn zusätzlich herunterladen, wenn man für die Intel-Chips kompilieren möchte. Dafür ist jetzt Xcode aber halt etwas schlanker und wenn ihr einen alten Intel-Mac habt oder ihr für einen alten Intel-Mac kompilieren wollt, müsst ihr euch so wie iOS zusätzlich herunterladen bei Xcode. Das wird dann aber auch direkt angezeigt. Die Text-Input-Performance ist jetzt um einiges schneller, das habe ich auch selber schon gemerkt. Ich habe ja selber ein etwas größeres Projekt, was jetzt ein bisschen mehr als ein paar hundert Zeilen hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine riesige App ist, aber hier habe ich das schon gemerkt, dass Xcode einiges besser reagiert und vor allem auch die Vervollständigungen besser wurden. Zusätzlich, weil ich auch schon gemerkt habe, wenn man jetzt ein Projekt öffnet, lädt das auch einiges schneller als noch bei dem vorherigen Xcode. Das habe ich bei meiner App selber auch schon gemerkt. Apropos eigene App, ich habe eine App im App Store, die Kunispi heißt, die dir hilft, Swift und SwiftUI zu lernen, für die ich gerade auch ein riesiges Update am Vorbereiten bin für die neue iOS-Version. Aktuell hilft dir nämlich schon Kunispi dabei, die SwiftUI-Komponenten besser zu verstehen, genauso wie die ganzen Modifier. Und generell habt ihr hier einen Überblick über fast alle SwiftUI-Komponenten und bekommt hier zusätzlich noch in einem Tutorial-Bereich meine Tutorials nochmal separat und besser aufgelistet, als ich das hier auf YouTube machen kann. Das heißt, wenn du Swift oder SwiftUI lernen möchtest, schau hier auf jeden Fall mal vorbei und sei auf das nächste Update gespannt. Jetzt haben wir schon mal alle technischen Sachen geklärt, gehen wir jetzt auch direkt einmal in Xcode rein. Die neue Xcode-Version könnt ihr euch auch auf die alte macOS-Version runterladen, nur habt ihr dann nicht hier dieses neue Design, genauso wie den KI-Assistenten zur Verfügung. Den KI-Assistenten und das neue Design bekommt ihr auch nur dann, wenn ihr auf macOS 26 geupdatet habt. Ich benutze die Beta seit Version 1 und habe seit Beta Version 2 oder 3 auch das neue macOS und mir sind bisher kaum Fehler aufgefallen und es lief wirklich alles stabil. Also aktuell gebe ich hier keine Bedenken zu updaten und bei Xcode ist es ja auch so, dass ihr die Beta parallel zur bisherigen Xcode-Version verwenden könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht das alte Xcode löschen, sondern könnt auch die Beta parallel betreiben. Schauen wir uns aber einmal das neue Design an. Wir sehen hier schon, dass das alles an diesem Liquid Glass Effekt angelehnt ist und einiges moderner aussieht. Natürlich können wir hier auch schon mal in den Fullscreen gehen und beim Design ist eigentlich noch alles genauso wie vorher, dass wir hier diesen Play-Button haben, den Stop-Button, das Projekt, die jeweiligen Registerkarten hier oder hier oben den Simulator auswählen können. Das Einzige, was sich großartig geändert hat, ist, dass jetzt hier ein neuer Button ist, beziehungsweise eine neue Registerkarte geöffnet werden kann und zwar der Coding-Assistent. Zu dem kommen wir natürlich gleich noch. Ich kann hier auch einmal direkt zeigen, wie flüssig Xcode läuft. Und zwar, wenn ich jetzt hier ein Projekt öffne, öffnet sich das wirklich rasend schnell, im Gegensatz noch zum alten Xcode. Das kann ich hier auch einmal zeigen. Das ist einmal das alte öffnen. Ist es natürlich jetzt auch nicht langsam, aber schon nochmal einen Ticken schneller. Und hier ist es jetzt auch nicht eine extrem große App, sondern ich würde jetzt mal sagen, einfach so ein bisschen durchschnittlich. Vielleicht irgendwie so 4.000, 5.000, 6.000 Zeilen. Und man merkt trotzdem einen Unterschied. Das Xcode-Icon hat auch ein Update bekommen, das sieht jetzt auch nochmal was moderner aus. Im Gegensatz hier zum alten. Das ist jetzt gerade noch hier so ein bisschen umrandet, weil es ja auch die neuen App-Icons gibt, zu denen ich auch schon mal ein Video gemacht habe, weil ich euch hier oben einblende. Aber an sich wird jetzt das Xcode-Icon demnächst hier so aussehen, nur dass da natürlich jetzt nicht später dabei steht. Es gibt jetzt ein neues Tab-Verhalten. Und zwar war es ja bisher so, dass wenn ich in einer Datei etwas editiert habe und bin zu einer anderen gegangen, dass die andere Datei dann offen gehalten wurde. Jetzt schließt die sich immer automatisch, das heißt, wir können jetzt immer nur einen Tab hier auf einmal offen haben, aber wir können natürlich noch die normalen Shortcuts benutzen, wie zum Beispiel, dass wir Optionen gedrückt halten, dann auf eine Datei drücken und wir dann weiterhin hier unsere Tabs oben wieder haben, um hin und her zu wechseln. Dafür gibt es jetzt hier so eine Pin-Marke, das heißt, ich kann jetzt hier etwas anpinnen und dann verschwindet das auch erstmal nicht, sondern bleibt dann hier bestehen. Wir haben auch eine verbesserte Suche bekommen, das heißt, wenn ich jetzt hier einmal auf die Suche gehe, kann ich hier einmal auf Multiple Words gehen und kann jetzt hier nach mehreren Wörtern suchen. Zum Beispiel, wenn ich nach einem Image suche, was resizable ist,
kann ich jetzt hier Image eingeben und Resizable dahinter schreiben, Enter drücken und er sucht jetzt nach allen Wörtern in einem gewissen Kontext, die Image und Resizable haben. Klicken wir das jetzt hier einmal an. Wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier einmal Image und Resizable. Ich wollte jetzt eigentlich, dass jetzt hier die Komponente gemeint ist, aber ich habe jetzt hier einen Variablename, der Image heißt. Aber man sieht ja trotzdem, dass er es gefunden hat. Wenn jetzt der Variablename irgendwie ein bisschen anders heißen würde, dann hätte er jetzt auch hier dieses Image gefunden. Und somit kann ich mir jetzt alle Bilder anzeigen lassen, die ein Resizable haben. Das finde ich schon sehr, sehr praktisch, denn zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, wo wir nicht mit Xcode arbeiten, da haben wir uns auch extra ein Tool geschrieben, was so eine Funktion hat. Das schon mal sehr, sehr häufig sein kann, dass man nach einer gewissen Codestelle suchen muss, die in den darauffolgenden Zeilen auch noch einen bestimmten Befehl hat und das jetzt in Xcode direkt selber implementiert. Es gibt ein neues nützliches Makro und zwar #Playground. Das kann ich jetzt hier einmal hinschreiben und wir müssen dafür auch Playground importieren oder Playgrounds heißt es. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier Swift-Code schreiben. In der Preview konnte ich ja bisher Swift-UI-Code schreiben, den ich mir anzeigen lassen kann. Und mit dem #Playground-Makro kann ich Swift-Code schreiben und mir diesen anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Array habe mit Namen, ich mache mal jetzt hier 3 rein, dann habe ich jetzt hier oben einmal einen neuen Punkt zur Verfügung. Und zwar ist das jetzt hier nicht diese Preview mit der UI, sondern eine Playground-Preview und kann mir jetzt hier den Code anzeigen lassen, was das Ganze macht. Und wenn ich mir jetzt hier einmal den Namen rausholen möchte, zum Beispiel First, und er jetzt neu lädt, dann bekomme ich hier genau angezeigt, was dieser Code macht und sehe jetzt hier, dass der Name Tim ist. Das kann schon mal ganz praktisch sein, wenn wir zum Beispiel API-Aufrufe testen wollen und wir wollen jetzt mal schnell schauen, was da zurückkommt. Dann kann ich hier jetzt einen API-Aufruf machen auf irgendwie die Wetter-API und kann mir dann zum Beispiel das Wetter von Köln oder sowas anzeigen lassen. Und sehe dann direkt, ob das Ganze funktioniert oder halt nicht funktioniert. Es gibt jetzt neue App-Icons, die an den Liquid Glass-Effekt angelegt sind. Da habe ich ja eben in der Infokarte schon mal ein Video verlinkt, da gehe ich nochmal etwas detaillierter drauf ein. Aber ich kann das hier schon mal zeigen. Mit der Icon Composer App können wir App-Icons bearbeiten und wenn ich jetzt hier mein App-Icon habe, was ich jetzt hier schon für Xcode 26 angelegt habe, beziehungsweise für iOS 26 und so weiter angelegt habe, dann kann ich das hier auch direkt in der Icon Composer App bearbeiten, kann mir das hier anschauen, wie das irgendwie mit einem Hintergrund aussieht, was dann sehr nützlich sein kann, wenn wir hier einen Liquid Glass Effekt haben, beziehungsweise generell die ganzen Designs wie im Dark Mode oder sowas, kann ich mir jetzt hier alles anschauen, wie das Ganze aussieht und dann auch speichern und habe es dann in Xcode wieder zur Verfügung. Wie gesagt, ich habe da schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Wenn euch das genauer interessiert, dann checkt das gerne aus. Es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel die Einstellungen wurden überarbeitet und sehen jetzt ein bisschen mehr nach diesem iOS oder iPadOS Einstellungsstyle aus und ich finde das Ganze auch irgendwie etwas übersichtlicher, also das finde ich schon mal sehr gut, dass das jetzt etwas moderner aussieht und nicht mehr so diesen alten Look hat. Denn ich muss jetzt so oder so in die Einstellungen rein, denn wir haben jetzt auch in Xcode einen Coding Assistant zur Verfügung. Ihr könnt hier in den Einstellungen noch hinterwählen, welches KI-Modell ihr benutzen wollt. Hier im Standard ist es ja ChatGPT, weil die ja eine Kooperation mit Apple haben. Und ihr müsst dafür erstmal nicht eingeloggt sein oder auch keinen bezahlten Account haben. Aber ihr könnt euch hier einloggen und mit einem bezahlten Account habt ihr dann mehr Funktionen zur Verfügung oder potenziell auch ein neueres Model zur Verfügung. Ich habe das hier Ganze nicht, ich habe da jetzt keinen bezahlten Account, kann es aber halt trotzdem benutzen und kann jetzt hier auf den neuen Reiter gehen und jetzt hier Anfragen an ChatGPT machen. Der Unterschied ist nämlich im Gegensatz zu, wenn ich jetzt ChatGPT im Web benutze, dass Xcode unseren Dateikontext bzw. App-Kontext mit an ChatGPT übermittelt. Das heißt, ChatGPT weiß, was wir hier für eine App haben, beziehungsweise was wir hier für eine View haben. Und daraufhin kann er natürlich ganz andere Sachen machen, als wenn er das Ganze nicht weiß. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier irgendwie was schreiben, dass er hier für den Button eine explizite Funktion machen soll. Schreibe für den Button eine extra Funktion bzw. Methode. Und jetzt macht er das Ganze. Und jetzt hat er mir hier diesen Code zum Beispiel einmal refactored in eine eigene Methode, ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe. Und wenn ich das Ganze nicht möchte, weil zum Beispiel hier ein Fehler drin ist, könnte ich jetzt hier auch einfach Revert drücken. Ich hatte jetzt hier in den letzten 2 Monaten auch schon ein bisschen damit rumgespielt, beziehungsweise im letzten Monat oder letzten 1,5 Monaten, weil ich jetzt nicht von Tag 1 an direkt auch das neue macOS genommen habe. Ich muss aber sagen, dass es schon zum vorherigen Xcode ein sehr großer Schritt in eine gute Richtung war, was die KI-Verbesserungen angeht. Ich muss hier aber auf jeden Fall nochmal sagen, weil ich das sehr häufig gefragt werde,
ob es sich überhaupt noch lohnt, mit App-Entwicklung anzufangen oder es zu lernen oder es rein über KIs zu machen. Und ich kann euch nur empfehlen, aktuell lernt selber noch programmieren. Ich kann natürlich nicht vorhersagen, ob in 20 oder 30 Jahren der Job eines Programmierers durch KIs komplett ersetzt wird. Aber aktuell gibt es noch so einen großen Markt an Programmierern, dass ich jetzt hier nicht denken würde, dass man hier Gefahr läuft, dass man seinen Job durch die KIs verliert. Man muss auch bedenken, wenn eine KI einen Programmierer ersetzen kann, dann wird eine KI auch sämtliche andere Jobs ersetzen, an die wir vielleicht gerade noch gar nicht denken, dass eine KI das überhaupt übernehmen kann. Deswegen kann man sich eh nicht sicher sein. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass der Job des Programmierers noch die nächsten 15 Jahre oder 20 Jahre bestehen bleibt, ohne dass man hier große Veränderungen hat, sondern dass man eher KI als Tool nimmt, um den Code schneller zu programmieren. Aber es muss immer noch ein Mensch da sein, der das Ganze kontrolliert oder auch eingibt, was man möchte. Deswegen, wenn du noch programmieren lernen möchtest, habe ich vor kurzem einen komplett kostenlosen Kurs hier auf YouTube gemacht, der dir alles beibringt von Swift bis Swift UI, sodass du am Ende deine eigene App programmieren kannst. Das verlinke ich dir hier einmal in der Endcard und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.